Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich mein Rezept für Streuseltaler, die mit einer leckeren Vanillecreme gefüllt sind. Und hier sind die Zutaten für den Hefeteig. 250 Gramm Mehl, 40 Gramm Butter, ein Ei, 45 Gramm Zucker, 75 Milliliter Milch, ein Päckchen Trockenhefe, 7 Gramm oder ein halber Würfel frische Hefe und eine gute Prise Salz. Die Butter in die Milch geben und auf etwa 35 Grad erwärmen. Ich mag es in der Mikrowelle. Bis auf etwa 50 Gramm vom Mehl alle Zutaten in eine Rührschüssel geben. Das Mehl halte ich zurück, dann kann ich später die Konsistenz vom Teig noch beeinflussen. Mit einem Knethaken das Ganze für etwa 2 Minuten auf Stufe 2 verkneten. Der Hefeteig ist noch weich. Ich gebe jetzt das Mehl so löffelweise am Rand dazu, bis die Konsistenz dann passt. Wenn der Teig nicht mehr am Finger klebt und sich vom Schüsselrand löst, hat er die richtige Konsistenz. Das heißt, ich habe das Mehl gar nicht ganz gebraucht. Den Teig jetzt noch für etwa 3 Minuten auf Stufe 2 abschlagen lassen, bis er glatt und glänzend ist. So sollte der Hefeteig dann aussehen. Den Schüsselrand befeuchten und mit einer Folie abdecken. Jetzt bei Zimmertemperatur den Hefeteig gehen lassen, bis er sich in etwa verdoppelt hat. In der Zwischenzeit bereite ich schon die Creme vor, aus folgenden Zutaten: 500 Milliliter Milch, ein Päckchen Vanillepuddingpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 80 Gramm Zucker, 4 Blatt Gelatine und 200 Milliliter Sahne. Aus der Milch, dem Zucker, den Vanillezucker und dem Vanillepuddingpulver koche ich jetzt einen Pudding. Dafür gebe ich alle Zutaten in einen Topf und verrühre es klümpchenfrei. Das Aufkochen habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Nach dem Kochen den Pudding gleich in eine Schüssel umfüllen. Dann kühlt er schneller aus. Jetzt sofort die Gelatine Blatt für Blatt einweichen. Den Pudding ab und zu durchrühren, bis die Gelatine aufgeweicht ist. Und es dauert etwa 3 Minuten. Hier ist es mit der Gelatine ganz einfach. Die Gelatine ausdrücken und sie braucht nicht gesondert aufgelöst zu werden, sondern nur in den noch warmen Pudding geben. Und verrühren, bis es sich vollständig gelöst hat. Ich schiebe jetzt noch den Pudding vom Schüsselrand und decke mit der Klarsichtfolie ab, damit er beim Abkühlen keine Haut bekommt. Man könnte aber auch den Pudding unter ständigem Rühren abkühlen lassen. Als nächstes mache ich die Streusel aus 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter und 75 Gramm Zucker. Die Butter erstmal schmelzen, ich mag es in der Mikrowelle. Das Mehl und den Zucker in eine Rührschüssel geben und mit dem Handrührgerät mit einem Knethaken erstmal vermischen. Die flüssige Butter zulaufen lassen. Und so sollen die Streusel dann aussehen.
Die Streusel gebe ich in einen tiefen Teller, also in einen Suppenteller, und stelle sie erstmal noch zur Seite. Die Streuseltaler backe ich auf 2 Backblechen, die Bleche fetten und mehlen oder mit Folie auslegen. Weiter geht es jetzt mit den Talern. Den Teig aus der Schüssel nehmen. Der ist wunderbar aufgegangen und ist luftig und leicht. Leicht bemehlen und noch mal kurz durchkneten. Aus dem Teig mache ich jetzt 12 Taler, das heißt, ich steche erstmal die Hälfte ab und nochmal die Hälfte und dann 3. Und die Bällchen sollten etwa gleich groß werden. Das sind jetzt die ersten 6. Wenn ein Teigstückchen zu groß oder zu klein geraten ist, dann kann man das noch ausgleichen. Die Teigstückchen rolle ich jetzt zu einer Kugel und lege sie nochmal auf die bemehlte Fläche. Jetzt die Bällchen ausrollen, etwas bemehlen. Und die sollen etwa einen Durchmesser von 8 cm haben. Und wie beim Hefeteig, die ziehen sich ja immer wieder zusammen, also ein paar Mal rollen. Wenn sie dann die richtige Größe haben, drücke ich sie erstmal umgedreht in die Streusel. Gehe mit der Hand darunter und drücke die Streusel schon mal auf den Taler. Und setze auf das Blech. Die Streusel gleich mal andrücken und jetzt weiterrollen. Und alle anderen Bällchen genauso ausrollen, in die Streusel drücken und aufs Blech setzen. Die restlichen Streusel noch verteilen. Die Streuseltaler jetzt noch für 10 Minuten stehen lassen, dass sie noch ein bisschen aufgehen und dann bei 160 Grad Umluft für ca. 20 bis 25 Minuten backen. Die fertig gebackenen Streuseltaler auf ein Kuchengitter setzen und vollständig abkühlen lassen. Zwischenzeitlich stelle ich die Creme fertig, dafür schlage ich die 200 ml Sahne steif. Der Pudding ist abgekühlt, die Folie abziehen und mit dem Schneebesen mal kräftig durchrühren. Die Sahne darauf geben und unterheben. Die Creme dann in einen Spritzbeutel füllen mit einer 4er Standhülle. Die Creme kurz noch zur Seite stellen. Die Streuseltaler einmal quer durchschneiden. Und es geht mit dem Sägemesser wieder am einfachsten. Die obere Hälfte zur Seite legen. Jetzt die Creme aufspritzen .
Dann die obere Seite mit den Streuseln auf die Creme setzen. Einen habe ich gleich aufgegessen und einen schneide ich noch für euch an. Sie schmecken am besten frisch, man kann sie aber 2 bis 3 Tage gut kühl aufbewahren. Und so sehen die Streuseltaler von innen aus. Zum Servieren noch auf eine Platte umsetzen. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.